Die frische Herbstluft trug den Duft von gefallenem Laub und etwas anderem, etwas Unbekanntem. Ein schwaches, fast unhörbares Miauen, kaum über den Wind zu vernehmen. Das Geräusch, das aus dem Keller kam, zog Mrs. Hendersons Aufmerksamkeit auf sich. Sie spähte in die schummrigen Schatten, ihr Herz sank, als sie eine winzige, zitternde Gestalt auftauchen sah. Es war ein Kätzchen, kaum mehr als ein Wollknäuel, sein Fell verfilzt und schmutzig, seine Augen weit vor Angst. Es lugte vorsichtig heraus, sein Kopf wippte, bevor es beim Anblick von Mrs. Henderson wieder in die Dunkelheit tauchte. Sie konnte einen rohen, blutigen Kratzer an seinem Ohr sehen, und seine dünnen, winselnden Laute zogen an ihrem Herzen. Mrs. Henderson kannte diese Geschichte nur zu gut. Jedes Jahr im Herbst, wenn das Wetter kalt wurde, tauchten die verlassenen Kätzchen auf, wie unerwünschte Spielzeuge weggeworfen. Sie hatte eine Schwäche für sie, eine Zuneigung für ihre kleinen, zitternden Verletzlichkeiten. Vorsichtig näherte sie sich dem Keller und sprach in beruhigenden Tönen: »Hier, Kätzchen, Kätzchen, komm her.« Das Kätzchen, von Mrs. Henderson Fluffy genannt, war zunächst zögerlich, aber der verlockende Duft einer warmen Schüssel Milch brachte ihn schließlich hervor. Gierig schleckte er sie auf, seine Augen blieben nie von Mrs. Henderson abgewandt, gefüllt mit einer Mischung aus Angst und Dankbarkeit. In dieser Nacht, als Fluffy sich in ein warmes Bett aus Decken kuschelte, fragte sich Mrs. Henderson nach seiner Geschichte. War er von seiner Mutter getrennt worden? Von einer Familie, die ihn nicht mehr wollte, verlassen? Die Fragen blieben, aber eines war sicher: Fluffy war jetzt sicher. Am folgenden Tag bemerkte Mrs. Henderson eine Veränderung bei Fluffy. Er war mutiger, verspielt, und seine Angst schien zu schwinden. Er wagte sich sogar aus dem Keller und erkundete das Haus mit neuem Selbstbewusstsein. Dann kam Puschinka. Sie war ein kleines schwarz-weißes Kätzchen, das in der Gasse hinter Mrs. Hendersons Haus zusammengekauert gefunden wurde, kaum atmete. Sie war schwach, unterernährt und von Flöhen befallen. Mrs. Henderson, mit einer Zärtlichkeit, die sie selten zeigte, badete sie, fütterte sie und pflegte sie gesund. Es dauerte nicht lange, bis Fluffy und Puschinka die besten Freunde wurden. Sie jagten sich, spielten Verstecken und kuschelten sich zusammen in ein gemeinsames Bett. Ihre verspielten Streiche brachten eine Wärme in Mrs. Hendersons Herz, die sie seit Jahren nicht mehr gefühlt hatte. Doch als die Tage zu Wochen wurden, tauchten weitere Kätzchen auf. Eins nach dem anderen wurden sie gefunden, verlassen, verloren und ängstlich. Jedes erhielt einen Namen und einen warmen Schlafplatz und fand Trost in der Liebe und Fürsorge von Mrs. Henderson. Das Haus, einst still, war nun erfüllt von den fröhlichen Miauen und verspielten Streichen einer wachsenden Katzenfamilie. Die Katzen, die Mrs. Hendersons Mitgefühl spürten, schienen ein seltsames Verständnis zu haben. Sie akzeptierten die Neuankömmlinge nicht nur, sie umarmten sie. Sie putzten sie, kuschelten sich an sie und lehrten sie sogar, wie man spielt. Mrs. Henderson, die die Kätzchen unter den wachsamen Augen der älteren Katzen gedeihen sah, fühlte einen. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.